Hi Leute! In der öffentlichen Diskussion um künstliche Intelligenz wird diese häufig als etwas dargestellt, das man wie eine Küchenmaschine einfach kaufen und nutzen kann. Ich möchte heute diesen Denkfehler aufdecken und anhand der Lebensphasen Geburt, Kindheit und Berufsleben zeigen, dass auch eine KI in den Kindergarten gehen muss. Die zentrale Frage bei der Geburt einer KI ist, welchen Job sie später einmal haben soll. Denn je nachdem, ob sie Bilder malen, Texte übersetzen oder eine Maschine überwachen soll, unterscheidet sich die Anatomie einer KI erheblich. Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass wenn man einen KI-Roboter bauen möchte, der ganz schnell laufen kann, sich die Anatomie eines Hundes wesentlich besser dafür eignet als die einer Schnecke. Es gibt also keine KI, die alles kann, sondern jede Ausführung ist für ihre Aufgabe speziell konzipiert. Nach der Geburt einer KI hat sie zwar alle Gliedmaßen, um ihre spätere Aufgabe zu erfüllen, trotzdem ist sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage, dies auch zu tun. An dieser Stelle kommt der Kindergarten ins Spiel. Erst durch einen Prozess des Spielens und Ausprobierens lernt die KI die Fähigkeiten, die sie später einmal benötigt. Also beispielsweise, wie man die Beine bewegt, um sich fortzubewegen. Ein Algorithmus, vergleichbar mit dem Erzieher, gibt eine Rückmeldung über den Erfolg oder Misserfolg des Versuchs. Dabei gibt es noch ein interessantes Detail. Je nachdem, wie das Lernen gestaltet ist, lässt sich der spätere Lernerfolg beeinflussen. Ein guter Erzieher würde unseren kleinen Laufroboter nicht immer nur auf ebenem Asphalt, sondern eben auch auf Kies, Matsch, Sand, links herum, rechts herum, bergauf oder bergab laufen lassen, damit er später einmal nicht so schnell ins Stolpern gerät. Hat die KI einmal ihre Grundausbildung erhalten, ist sie bereit für ihren Berufseinsatz. Unser kleiner Laufroboter nimmt einen Job als Briefkurier an und trägt unermüdlich die Post aus. Man könnte meinen, dass der Werdegang der KI an dieser Stelle beendet ist. Sich verändernde Umgebungsbedingungen führen jedoch dazu, dass auch eine ausgebildete KI immer weiter lernen muss. Ein solches Lernen während des Einsatzes wird häufig als Online-Learning bezeichnet. Die Besonderheit davon ist, dass nur noch zu wenigen Aktionen eine Rückmeldung über Erfolg oder Misserfolg gegeben wird. Ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Geschichte vom kleinen KI-Laufroboter die Welt der künstlichen Intelligenz ein bisschen verständlicher machen und erklären, warum auch eine KI in den Kindergarten gehen muss. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs freundliche Zusehen, gib mir mit dem Daumen eine Rückmeldung, ob dir das Video gefallen hat und schreib auch gerne in die Kommentare, was dich an dem Thema KI als nächstes interessieren würde.